Mein Leben begann in der Lüneburger Heide auf einem Bauernhof. Und da haben wir 1950 einen Landwirt gesehen, der einen Unimog hatte. Die Welt um uns herum war aber noch eine ganz andere. Die meisten hatten, wenn überhaupt, ein Fahrrad oder vielleicht auch schon ein Auto. Aber niemand hatte einen Traktor, der schneller als 20 Kilometer fahren konnte. Und der Unimog konnte 50 Kilometer. Und da haben wir den Besitzer und den Unimog natürlich beneidet. Ich war ja dann ungefähr 10, 11 Jahre alt. Dann bin ich zu dem gegangen und habe dann auch gefragt, ob ich mal den Unimog fahren dürfte. Und das durfte ich auch. Der Unimog wurde aus der Not heraus erfunden. Der größte Feind damals war der Hunger. Und genau da musste geholfen werden. Er konnte ziehen, er konnte schneller fahren als 20 Kilometer. Er konnte 2 Leuten unter einem Dach einen Sitzplatz bieten. Der Unimog hatte eine Ladefläche. Er konnte Güter transportieren. Der Unimog konnte mit allen Rädern ziehen. Und schon am Anfang wurde gezeigt, dass der Unimog auch Geräte vorne aufnehmen konnte und eine Hackmaschine in Kartoffelreihen. Der Fahrer saß und guckte nach vorne und erledigte die Arbeit. Und der Unimog konnte ein Mähwerk an der Seite antreiben und mitführen. Der Unimog ist 1951 von Göppingen nach Gaggenau gekommen und ist dann hier wirklich zu dem geworden über viele Jahre, zu dem er sich bis heute entwickelt hat. Er ist 50 Jahre hier in Gaggenau gebaut worden. Ich war ab 1980 Angestellter der Firma Daimler-Benz. Nachdem ich beruflich vorher 12 Jahre in einem Wirtschaftsverband in Frankfurt tätig war, bekam ich ein Angebot in die Zentrale nach Stuttgart und wurde Beauftragter des Vorstandes für Auto und Umwelt. Das habe ich fast 10 Jahre gemacht. Dann war ich 50. Ich wollte gerne angestellter Unternehmer eines Produktes beim Daimler-Benz, wie es damals noch hieß, werden. Und so kam ich 1990 nach Gaggenau in den Unimog-Bereich. Nach 2 Jahren habe ich mir überlegt, ich muss eigentlich auch einen Unimog haben. Und dann habe ich mir 1992 einen ersten Unimog gekauft, den klassischen 411. Es meldete sich der Unimog Veteranenclub, der als Logo den Ochsenkopf hat. Ich möchte doch bitte Mitglied dieses Clubs werden. Und wir hier in Gaggenau waren teilweise eben schon Mitglied bei diesem Unimog Veteranenclub. Und dann haben wir gesagt, eigentlich sollten wir doch selbst hier in Gaggenau einen Club gründen. Am Gründungstag waren es 100 Mitglieder, die beigetreten sind. Und im Laufe der Jahre hat sich der Unimog Club Gaggenau entwickelt als großer Markenclub von Mercedes-Benz Classic mit 7.500 Mitgliedern in 42 Ländern der Welt. Meine Enkelkinder, die begleiten mich, wenn wir jährlich an den Schweizer Rundfahrten mit Unimog teilnehmen. Und da nehme ich dann natürlich diesen Cabriolet, Doppelkabiner. Und das ist ein Erlebnis. Ich bin Hans-Jürgen Bischoff. Ich bin Unimog-Fan seit 1950 und wünsche diesem faszinierenden Fahrzeug zum 75. Geburtstag und für die Zukunft alles Gute.